Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Martina Grohr, ich bin Astrologin und im heutigen Video geht es um meine Arbeit als Astrologin und Aufstellungsleiterin. Zwei Disziplinen, die sich sehr gut miteinander verbinden lassen. Was sind Aufstellungen? Nun, es kursieren viele Meinungen darüber. Die einen, die selbst schon an Aufstellungen teilgenommen und ihre Themen damit bearbeitet haben, finden Aufstellungen toll. Sie wissen, was für ein unermesslicher Reichtum eine Aufstellung beinhaltet, um wieder Ordnung, Harmonie und Fluss ins Leben zu bringen. Und andere haben vielleicht Gerüchte gehört, wie toll oder wie schlimm Aufstellungen sind und haben vielleicht sogar Angst davor bekommen. Ich möchte heute mit diesem Video einen kleinen Beitrag leisten und mit diesen Gerüchten ein wenig aufräumen und Licht in die Aufstellungsarbeit bringen. Vorausgeschickt darf man sich bewusst machen, dass in Österreich Aufstellungsleitung immer mit der Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater verbunden ist und Aufstellungen ohne diese Ausbildung gar nicht durchgeführt werden dürfen. Das bedeutet, jeder, der Aufstellungen leitet, ist vorab geschult, Menschen und ihren besonderen Situationen gut, wertfrei und empathisch zu begegnen. Wie funktioniert so eine Aufstellung? Nun, es gibt einen sogenannten Aufsteller, also den Klienten, die Person, die zu mir kommt und ein Thema aufstellen möchte und eben dann ein Anliegen definiert, das aufgestellt werden soll. Danach bittet der Aufsteller einen Repräsentanten, der ihn zu Beginn der Aufstellung repräsentieren wird. Gibt es einen großen Raum, ein großes Feld, in dem sich dann der Repräsentant des Aufstellers hineinstellen darf. Und sukzessive kommen auch die Repräsentanten für benötigte Familienmitglieder dazu, für andere Themen, sogar für Symptome. Also man kann sogar eine Symptomaufstellung machen. Es wird einmal geschaut, wie der Status quo aussieht, wie sich die Leute im Raum positionieren, wie sie zueinander stehen, wie sie sich fühlen, was gerade Sache ist, um zu ersehen, wo etwas aus dem Ungleichgewicht und aus der Harmonie gekommen ist und wo es notwendig ist, Ordnung ins System zu bringen. Ja, dann werden bestimmte Möglichkeiten erachtet, wie sich das weiterentwickeln kann. Der Aufstellungsleiter macht dann seine Arbeit, indem er dann versucht, die Ordnung ins System zu bringen. Und kurz vor der Lösung wird der Repräsentant des Aufstellers, also des Klienten, ausgewechselt und der Aufsteller selbst wird vom Aufstellungsleiter gebeten, sich an seinen eigenen Platz zu stellen, um die Endlösung selbst zu erfüllen und durchzugehen. Es gibt den Begriff des morphogenetischen oder morphischen Feldes. Wenn es um Aufstellungsarbeit geht, kommen wir um diesen Begriff nicht drum herum. Was ist ein morphisches oder morphogenetisches Feld? Nun, das ist ein Energiefeld, das alles umgibt und alles Bewusstsein miteinander verbindet. Die Vorstellung liegt darin, dass eine Form von Energie alle Informationen über alles, was im Universum vorhanden ist, speichert und jederzeit überall abrufbar und verfügbar macht. Bei Aufstellungen ist dieses Fühlen innerhalb dieses morphischen Feldes sehr, sehr wichtig. Und durch dieses Feld oder auch durch die Positionierung in diesem Feld, durch dieses Reinfühlen in dieses Feld, über welches wir dann alle miteinander verbunden sind, können sich die Repräsentanten ganz leicht in die dargestellte Person oder in das Thema hineinversetzen. Wichtig ist, dass sich am Schluss alle Repräsentanten wieder entrollen und jeder die repräsentierten Personenenergien oder Themenenergien abstreift. Auch das erfolgt meist durch eine sehr einfache Methode. Ja, welche Arten von Aufstellungen gibt es? Grundsätzlich ist der Begriff bekannt für Familienaufstellungen, also das Ordnen des familiären Systems, das im Laufe von Generationen durcheinander und in Unordnung gebracht worden ist. Das passiert einfach im Laufe der Generationen. Wir sind ja alle keine fertigen Menschen, die alle ihre Themen am Laufen haben. Und ja, es wird hier mit vielen Ahnen gearbeitet und vor allem auch sehr viel mit dem inneren Kind und mit übernommenen Themen. Als Kind haben wir uns während des Heranwachsens sogenannte emotionale Überlebensmuster angeeignet, weil wir mit unseren wenigen Erfahrungen gedacht haben, wir würden so und nicht anders in diesem Familiensystem emotional überleben. Wenn wir als Erwachsene nun noch immer diese Muster und Verhaltensweisen und Themen mitnehmen, mittragen, kann uns das mitunter von unserer Lebenskraft abhalten und auch von unserem eigenen Leben. Menschen spüren das.
Und besonders dann, wenn wir Richtungsänderungen und Zäsuren in unserem Leben haben. Und den Platz, also das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, den Platz, den wir im Leben, im Familiensystem übernehmen und einnehmen, den nehmen wir auch in der Welt ein. Also im Freundeskreis, im Berufsleben, in Partnerschaften und dann in unserer neu gegründeten Familie. Und es entstehen somit Muster, die sich durch unser gesamtes Leben ziehen können. Es gibt noch sogenannte System- und Strukturaufstellungen, die schon in größere Systeme wie zum Beispiel das Berufsleben hineingehen. Weiters gibt es sogenannte Symptomaufstellungen, also körperliche Symptome, deren Hintergründe man sichtbar machen kann. Ich arbeite dann noch mit Horoskop- und Planetenaufstellungen, nehme mir also das Horoskop her und schaue mir in der Analyse des Geburtshoroskops die Themen an, die ein Mensch in diesem Leben, in dieser Inkarnation erleben und an denen er wachsen möchte. Denn aus dem Geburtshoroskop, der sogenannten Radix, kann ich ersehen, welche Familiendynamiken und Familienthemen sich jemand mitgenommen hat, womit er sich in dieser Inkarnation also beschäftigen möchte. Aus dem Horoskop sehe ich dann auch die Themen des gesamten Lebens, die Fähigkeiten, die Ressourcen, Stolpersteine, Lernaufgaben und so weiter. Aus denen kann ich dann Rückschlüsse ziehen auf diverse Bereiche im Leben eines Menschen und die kann man dann in einer Aufstellung sichtbar machen. Das Geburtshoroskop und die astrologische Prognose eröffnen mir sozusagen dann auch, wann genau welches Thema im Leben eines Menschen in den Vordergrund tritt. Die ganzheitliche, also in den Vordergrund treten, die ganzheitliche Astrologie, und das ist meine Art von Astrologie, das ist meine astrologische Richtung, beschäftigt sich viel mit den Hintergründen eines Menschen. Und ich habe jetzt nun im Zusammenhang festgestellt, dass astrologische Arbeit und Aufstellungsarbeit sehr gut miteinander harmonieren und ich möchte euch einen Einblick in meine Arbeit geben. Es gibt bestimmte Planeten, die für familiensystemische Themen zuständig sind. Ich beginne jetzt einmal mit dem relevantesten Planeten für Familiendynamiken und das ist Pluto. Pluto ist das sogenannte Kindergewissen, das ist die Dynamik, die am meisten wirkt in einem Horoskop oder in einem Leben, mit dem wir in Liebe mit Ahnen, oft einem Elternteil oder auch mit Großeltern oder älteren Ahnen verbunden sind. Wir leben hier nicht authentisch unser eigenes Leben, sondern in gewisser Weise fremdbestimmt, weil wir ja aus Liebe zu einem Ahnen ein Thema nachahmen. Das kann auch ein kleines Thema sein, das aber für die Einzelperson, für den Horoskopeigner eine enorme Wichtigkeit hat. Pluto-Themen sind jene Themen, mit denen wir ins Familiensystem verstrickt sind und wohin wir ganz intensiv unsere Lebensenergie opfern, und zwar aus Liebe. Dann gibt es den Saturn. Saturn ist das sogenannte Sippengewissen, mit dem wir Maßstäbe und Themen aus der Sippe übernehmen, um dazuzugehören, also nicht ausgestoßen zu werden aus dem Familiensystem. Jede Sippe hat sogenannte Sippenmaßstäbe und Sippenregeln, die wir im Unbewussten gelernt haben, zu befolgen, damit wir dazugehören. Diese hemmen uns jedoch, unser eigenes Leben zu führen. Das ist dann oft wie Ballast, den wir nicht abstreifen können und wo wir etwas mittragen, nämlich einfach Sippenthemen, Sippenmaßstäbe und Regeln. Uranus ist der sogenannte Rebell im Familiensystem, der aus der Reihe tanzt und ab dem es völlig anders weitergehen soll als bisher. Oft ist man mit diesem Thema das schwarze, weiße, bunte Schaf der Familie, muss also jetzt nicht unbedingt was Negatives sein. Wichtig ist, dass wir uns mit viel Uranus wirklich, wirklich erlauben, aus den bisherigen Familienthemen auszusteigen. Also alle, die sich irgendwie anders fühlen im System, im Familiensystem oder einfach nicht zugehörig, haben möglicherweise ganz starke uranische Einflüsse in ihrem Geburtshoroskop. Somit kann ich aus dem Geburtshoroskop herauslesen, ob jemand starker Plutonier ist und somit stark verstrickt im Familiensystem, ein starker Saturnier, also stark nach den Maßstäben und Regeln der Sippe lebt, oder ein starker Uranier, ein völliger Rebell im System, der mit den Sippenthemen aufräumt und sich ganz woanders hin entwickelt. Ja, sich richtig gegen das System stellt. Manchmal ist man auch mehr als nur ein Typ. Ja, wie finde ich das heraus? Ein starker Plutonier bedeutet Pluto mit vielen Verbindungen zu anderen Planeten, Aspekten und Spiegelpunkten, mit denen ich arbeite. Viele Planeten in Skorpion oder ein Achthäusler, wie man so schön sagt, also viele Planeten im 8. Haus.
Das 8. Haus ist sowieso das Haus der Verstrickungen. Alles, was im 8. Haus steht, also alle Planeten, die im 8. Haus stehen, zeigen sofort auf, wie man am intensivsten im Familiensystem verstrickt ist. Und wir haben alle einen Pluto, einen Saturn, einen Uranus im Horoskop. Also wir haben alle irgendwo Themen mit dem Familiensystem. Ein starker Saturn hier bedeutet parallel das Gleiche, das heißt Saturn mit vielen Verbindungen zu anderen Planeten, vor allem zu den persönlichen auch, den Schnellläufern. Viele Planeten in Steinbock, ein Zehnthäusler sozusagen, also viele Planeten im 10. astrologischen Haus. Einen starken Uranier erkennt man dann ebenso an vielen Verbindungen von Uranus zu anderen Planeten, viele Planeten in Wassermann sowie ein Elfthäusler, also viele Planeten im 11. Haus. Es gilt also herauszufinden, welche Planetenthemen sich in einem Geburtshoroskop häufen, wie oft man zum Beispiel ein Sonne-Uranus-Thema hat oder ein Mond-Saturn-Thema und so weiter. Je öfters wir die Kombination aus diesen Planetenthemen haben, umso klarer wird der Fokus, welches Familienthema im Leben des Horoskopeigners vorherrscht. Wie gesagt, es kann auch eine Mischung sein. Man kann ein Saturnier und Plutonier sein oder ein Plutonier, Uranier. Das muss man sich dann immer genau im einzelnen Geburtshoroskop anschauen. Ja, und genau das kann man alles mit dem Horoskop herausfiltern, dann in einer Aufstellung sichtbar machen. Wenn nun jemand zu mir in die astrologische Beratung kommt, ist das Geburtshoroskop somit ein Tool, das aktuelle Anliegen eines Menschen noch klarer mit ihm zu bearbeiten und es in einer Einzel- oder Gruppenaufstellung sichtbar zu machen, somit einen Weg aus Verstrickungen und Blockaden gemeinsam suchen. Oft passiert es, dass wir das noch kleine, verletzte innere Kind auch dort abholen dürfen, wo wir mit bestimmten Themen im Erwachsenenleben noch stehen und nie abgeholt worden sind als kleines inneres Kind. Also das ist auch ein großes Thema bei der Aufstellungsarbeit. Ja, also die Aufstellungsarbeit ist somit eine lösende und befreiende Methode, das eigene Leben wieder in Fluss zu bringen und in die eigene Kraft zu kommen, denn darum geht es ja letztendlich. Denn ungelöste Themen, antrainiertes Verhalten in der Kindheit oder übernommene Themen aus der Sippe können uns ganz schön am eigenen Leben, und zwar am eigenen unabhängigen Leben, am eigenen emotionalen unabhängigen Leben hindern. Und oft begegnen uns dann, besonders in Beziehungen, das kommt sehr, sehr oft vor, dadurch Projektionen im Gegenüber. Also von unserer Seite, wir projizieren nach außen, oder von außen kommen, es wird etwas auf uns projiziert, gemäß dem sogenannten Spiegelgesetz, das die meisten von euch, nehme ich an, auch kennen. Wir haben das Gefühl, es passiert dann immer wieder dasselbe und täglich grüßt das Murmeltier sozusagen. Mit Aufstellungsarbeit in Verbindung mit Astrologie gibt es immer sehr gute und vor allem sehr rasche Lösungen. Es geht im Grunde ums Bewusstmachen und ums Sichtbarmachen, wenn wir uns von außen zusehen können. Das heißt, wir schauen bei einer Aufstellung zuerst einmal uns von außen zu, unser eigenes Leben, das wir dann betrachten, weil ja ein Darsteller oder ein Repräsentant am Anfang uns repräsentiert und wir somit uns selbst zusehen können, wie wir in unserem Leben gerade stehen oder wo wir gerade stehen. Und da sehen wir dann unser Leben eigentlich dann einmal aus einer anderen Position und es kann dann ganz schnell Klick machen, sodass unser Leben ganz schnell verändert wird oder zumindest dieses Thema, das wir gerade aufgestellt haben. Wichtig ist, hinter all den Themen und Erlebnissen, die wir haben, steckt immer die Liebe. Und wenn Eltern auch ihr verwundetes inneres Kind nicht heilen konnten, was ja sehr oft der Fall ist, geht dies in die nächste Generation weiter. Darum ist es so wichtig, dass wir uns heilen, Heilarbeit an uns selber machen, damit wir den Nährboden schaffen für die Generationen, die nach uns geboren werden. Ja, und genau das ist Teil meiner Arbeit, meiner Berufung, die Verbindung von Astrologie und Aufstellungsarbeit. Meine Schülerinnen und Schüler, die bei mir Astrologie lernen, bekommen auch dieses Wissen der systemischen Zusammenhänge als Tool mit. Und es geht hier neben wichtigen anderen Themen der Astrologie auch viel um Familienastrologie und vererbte Themen im Horoskop. So, und jetzt hoffe ich, dass ich ein wenig Licht in die Gerüchteküche von Aufstellungsarbeit bringen konnte, euch einen kleinen Einblick geben konnte in die Verbindung von Astrologie und Aufstellungsarbeit. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören, fürs Ansehen des Videos und freue mich über ein Like, ein Abonnement oder ein Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!